Hallo und herzlich willkommen zu Purita und zu einer dritten Folge Kulinarisches Kino, wo der Film die Inspirationsquelle zum Kochen ist. Heute gibt es eine köstliche Sachertorte à la Demel, und zwar habe ich mich da inspirieren lassen von Wes Andersons Film The Grand Budapest Hotel. Übrigens, wer schon mal in Wien war, kennt vielleicht den Demel, einer der bekanntesten Wiener Konditoreien, genauer gesagt Hof Zuckerbäcker. Dort auf jeden Fall machen sie die leckerste Sachertorte, die ich je gegessen habe. Und diese Schokoladentorte mit einem herrlichen Schokoguss obendrauf wird mit frischer Schlagsahne serviert. Oder wie die Wiener auch sagen, mit Schlag oder ohne, was ich super lustig finde. Diese Torte ist nicht nur richtig schön anzusehen mit dieser verführerischen Schokoladenglasur, sondern sie ist auch unglaublich saftig und eine ganz tolle Torte für die Festtage, finde ich. Und das Wichtigste ist aber, dass das so leicht nachzumachen ist, das schafft auf jeden Fall jeder nach diesem Rezept. Und was der Film The Grand Budapest Hotel und die Sachertorte à la Demel gemeinsam haben, das verrate ich euch am Ende des Videos. Da sprechen wir ein bisschen über den Film. Also dranbleiben, und für die ganz Ungeduldigen von euch starten wir jetzt auch direkt mit den Zutaten. Los geht's! Für unsere Sachertorte brauchen wir folgende Zutaten: 1 Teelöffel Vanillezucker, 1 Teelöffel Orangenaroma, 180 Gramm Kristallzucker, 40 Gramm Puderzucker, 130 Gramm Kuvertüre, 20 Gramm Kakaopulver, 5 Milliliter Rum, eine Prise Salz, 7 Eier getrennt, 130 Gramm Butter und 120 Gramm Mehl. Für die Glasur brauchen wir 200 Gramm Marmelade, Aprikosenmarmelade, 150 Milliliter Sahne und 150 Gramm Kuvertüre. Für unsere Sachertorte brauchen wir diese Küchenhelfer hier, und die verlinke ich euch am besten da unten in der Beschreibung. Damit die Torte richtig schön eben wird, verwende ich heute einen Tortenring. Den habe ich hier auf 24 cm Durchmesser eingestellt. Und wir werden das jetzt folgendermaßen machen. Wir falten jetzt einfach um den Tortenring herum das Backpapier. Und zwar zuerst ein Dreieck, immer wieder festhalten und dann immer wieder kleine Dreiecke dazu falten. Festhalten und immer wieder einschlagen. Drehen und dann wieder einschlagen. Und am Schluss, damit es richtig gut hält, beide Enden zusammenfalten und ein letztes Mal einschlagen. Und fertig ist unser Tortenring. Der muss jetzt auch gar nicht mehr eingefettet werden, den stelle ich jetzt direkt auf das Backblech drauf, und später kommt dann unser Teig hier hinein. Wir starten jetzt mit dem Teig, und dafür trennen wir als erstes mal die Eier. Das Eiweiß und das Eigelb stelle ich jetzt mal zur Seite, und wir kümmern uns jetzt mal um die Schokolade. Die werden wir erst im zweiten Schritt temperieren, aber vorher zerkleinern wir sie. Und zwar, je kleiner man die Schokolade schneidet, desto schneller und besser können wir sie schmelzen. Ich werde jetzt die Schokolade temperieren. Dafür habe ich jetzt den Topf hier, da habe ich abgekochtes Wasser, und da stellen wir einfach die Schokolade hier hinein. Damit es noch schneller geht, gebe ich da ein Tuch darüber und stelle es mal zur Seite. Während die Schokolade schmilzt, werden wir jetzt die Butter und den Puderzucker in unserer Küchenmaschine aufschlagen, und dafür habe ich hier einen Flachrührer montiert, und wir geben das Ganze jetzt mal da hinein. Und jetzt noch der Puderzucker. Inzwischen werden wir die Butter und den Puderzucker schaumig rühren. Wichtig ist, dass die Butter weich ist und am besten Zimmertemperatur hat. Ich lasse die Küchenmaschine jetzt auf mittlere Stufe laufen, bis die Butter schön cremig ist. Und jetzt verleihen wir unserer Sachertorte eine richtig schöne Tiefe. Dafür geben wir jetzt 1 Teelöffel Vanillezucker hinein und anschließend von unserem
selbstgemachten Orangenaroma. Wie ihr das selber machen könnt, das verlinke ich euch da oben. Davon jetzt auch ein Teelöffel und ich schalte jetzt die Maschine wieder auf mittlere Stufe, sodass die Aromen sich schön verbinden können. Und jetzt kommt unser Eigelb dran. Und zwar ist es wichtig, dass wir Eigelb für Eigelb zu der Buttermasse hinzugeben. Wichtig ist, dass das Eigelb unbedingt Zimmertemperatur haben sollte. Jetzt kommt das Eigelb und das nächste. Und jetzt kommt der Rest. Und jetzt erledigt mein Personal Assistant den Rest der Arbeit. Und jetzt mache ich die Maschine kurz aus und im nächsten Schritt kommt unsere geschmolzene Schokolade. Und die hat jetzt eine ideale Temperatur von 31 Grad, also ein bisschen runtergekühlt, und die gebe ich jetzt zu der Butter- und Eiermischung dazu. Und jetzt wieder ein bisschen Arbeit für unseren Personal Assistant. Das sieht schon wirklich richtig lecker aus, cremig. Und bitte nicht dazwischen naschen, das mag er nämlich gar nicht. Damit sind wir jetzt fertig und im nächsten Schritt machen wir jetzt den Eischnee. Dafür nehme ich jetzt den Kristallzucker und das Salz und gebe das jetzt mal zur Seite. Wichtig ist, dass man den Zucker jetzt nicht sofort hineingibt, sondern wir schlagen jetzt erst einmal das Eiweiß auf. Und nun kommt die Prise Salz hinzu. Und das Ganze wird wieder aufgeschlagen und jetzt kommt löffelweise der Kristallzucker dazu. Und wenn das Eiweiß schon langsam cremig wird, geben wir den Rest hinein. Und jetzt kommt es auf den Zeitpunkt an, wann die richtige Konsistenz erreicht ist. Es darf nämlich nicht zu steif, aber auch nicht zu flüssig sein. Und das können wir feststellen mit dem kleinen Zipfeltest. Wenn der so stabil und kompakt ist, dann ist er perfekt. Als nächstes können wir jetzt den Eischnee unterheben. Dafür geben wir erst einmal einen kleinen Teil hinein und vermischen es vorsichtig vom Rand zur Mitte hin. Und immer wieder einen Teil des Eischnees in die Masse hineingeben und wieder unterheben. Und nun sieben wir das Mehl zusammen mit dem Kakaopulver direkt über die Masse. Und jetzt nehme ich den Schneebesen und verrühre es. Der Teig sieht jetzt super aus und den gießen wir jetzt in unsere Backform hinein. Und jetzt nur noch den Teig zum Rand hin ein wenig verteilen und dann sind wir auch schon fertig. Der Teig kommt jetzt in den vorgeheizten Backofen bei 160 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 50 Minuten. Unser Tortenboden ist fertig gebacken und solange er noch heiß ist, streuen wir etwas Kristallzucker darüber. So bleibt er schön saftig. Mit dem kleinen Messer löse ich jetzt den Tortenboden von der Backform.
und den Tortenring vorsichtig entfernen. Ich gebe jetzt das Backpapier darauf und nun lege ich das Gitter darüber und jetzt können wir auch den Kuchen schon stürzen. Wir lassen ihn jetzt eine Stunde auskühlen und dann teilen wir den Boden in 2 Hälften. Damit er nicht austrocknet, bleibt das Backpapier noch drauf, so bleibt der Kuchen auch schön saftig. Eine Stunde ist jetzt um und der Tortenboden ist abgekühlt. Wir können jetzt auch das Backpapier entfernen. Den Tortenboden haben wir jetzt in 2 Hälften geschnitten und geben die obere zur Seite. Die untere Hälfte schieben wir jetzt auf eine Glasplatte, damit wir sie weiter verarbeiten können. Ich habe hier 200 Gramm Aprikosenmarmelade und die erhitzen wir jetzt mal kurz im Topf. Und heute hat die Marille ein Blind Date mit dem Rum. Und nun kommt unsere Glasur dran. Dafür erhitzen wir jetzt die Sahne. Und jetzt ein wenig Gesichtswellness. Und die Sahne hat jetzt aufgekocht und wir können die Kuvertüre hineingeben. Wir lassen sie jetzt schmelzen, kurz umrühren und wir können das zur Seite stellen. Wir verrühren das jetzt so lange, bis die Schokolade sich in der Sahne aufgelöst hat. Vorerst stelle ich mal die Glasur zur Seite und nun bestreichen wir den Tortenboden mit der Marmelade. Und das Ganze schön gleichmäßig verteilen. Und jetzt kommt die zweite Hälfte drauf. Jetzt bestreichen wir die obere Seite der Torte. Und jetzt kommen die Ränder dran. Alles schön glatt streichen. Zum Schluss kriegt unsere Sachertorte ihren glänzenden Schokomantel. Tada! Unsere Sachertorte ist fertig. Nachdem die Torte bei Zimmertemperatur abgekühlt hat, können wir sie jetzt endlich vernaschen. Und jetzt kommt noch die Krönung, das Schlagoberst und der Kaffee dazu. So lecker. Unsere Sachertorte ist fertig zum Schlemmen und nun verrate ich euch, was denn Demel und der Film gemeinsam haben. Übrigens, mit diesem Film The Grand Budapest Hotel von Wes Anderson, einer meiner Lieblingsregisseure übrigens, wurde die 64. Berlinale eröffnet mit den Stars wie Ralph Fiennes, Bill Murray, Tilda Swinton und vielen anderen Stars. Es war ein Riesenerfolg.
Ein Luxushotel mit österreichischem, ungarischem Flair, um das die Handlung ja kreist, ist ein wahrer Mikrokosmos, bei dem wie in einer barocken Kunst- und Wunderkammer in jeder Ecke neue Entdeckungen lauern. Erinnert ihr euch an diese aufgetürmten Patisserien des Hotelkonditors Mendel? Die Verpackungen sahen, finde ich, nicht zufällig aus wie die aus dem Hause Demel. Und die Anspielungen aufs Österreichische ziehen sich ja durch den ganzen Film. Der Film Le Grand Budapest Hotel ist genauso skurril, bunt, fantasievoll inszeniert wie die kunstvoll gestalteten Schaufensterdekorationen von Demel. Wer diese Schaufenster nämlich mal gesehen hat und den wundervollen Film, der wird verstehen, was ich meine. Beides, finde ich, muss man unbedingt gesehen haben. In einem Interview hat Wes Anderson beiläufig erwähnt, dass die Idee für diese Patisserie des Hotelkonditors Mendel von K&K Hofzucker Beckett Demel stammt. Und zwar, wenn man da die Buchstaben vertauscht, kann man nämlich Demel herauslesen. Und dieser Film ist voll von funkensprühenden Dialogen, bezaubernden Kulissen, ein nostalgisches Schwelgen in der Vergangenheit, skurrile bis aberwitzige Figuren. Mit Grand Budapest Hotel schießt Wes Anderson nicht nur ein ganzes Feuerwerk an Ideen ab, sondern er schafft es auch, sie alle unter einen Hut zu bringen. Alles in allem ein sehr sehenswerter Film. Genug geredet. Ich hoffe, ihr habt jetzt richtig Lust auf den Film, die Sachertorte. Was gibt es auch Schöneres als einen Filmabend mit Freunden und etwas Schlemmen dazu? Seid ihr vielleicht auch Wes Anderson-Fans, so wie ich? Und wenn ja, was ist euer Lieblingsfilm? Vielleicht habt ihr aber auch Fragen zum Rezept oder so. Bitte schreibt mir unten ins Kommentarfeld. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like und wenn ihr auch meinen Channel abonniert, finde ich super. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge Kulinarisches Kino. Ich freue mich riesig auf euch. Bis dann, eure Rita.